Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge unserer spezialisierten Miniserie über Richtungspräpositionen. Ich freue mich, dass du bereit bist, tief zu graben. Heute verlassen wir die Oberfläche der Anfängergrammatik und dringen in das logische Zentrum der deutschen Sprache vor. Es gibt ein großes Missverständnis, das wie ein Virus in den Köpfen vieler Deutschlerner existiert. Dieses Missverständnis lautet: Bewegung bedeutet Akkusativ. Wenn du diesen Satz in deinem Kopf hast, möchte ich, dass du ihn jetzt löschst. Er ist unpräzise und führt oft zu Fehlern, die dich daran hindern, ein echtes B2 oder C1-Niveau zu erreichen. Bevor wir in die Details gehen, möchte ich dir eine Ankerphrase mitgeben. Ein Satz, der wie ein Kompass für dein gesamtes Deutschstudium dienen soll. Im Deutschen geht es nicht primär um den Ort, an dem du bist, sondern um die Bewegung in deinem Kopf. Lass diesen Satz kurz wirken. Es geht um deine Perspektive. Es geht darum, wie du den Raum wahrnimmst. In dieser Folge werden wir dieses System entschlüsseln. Die Falle der Bewegung. Warum Joggen Dativ sein kann. Lass uns mit einem Beispiel beginnen, das die Bewegung-Akkusativ-Regel sofort zerstört. Stell dir vor, du bist in einem Park. Du joggst. Du bewegst dich sehr schnell, dein Puls ist hoch, du legst Kilometer zurück. Wenn dich jemand fragt, wo bist du, antwortest du: Ich jogge im Park, also Dativ, in dem Park. Aber Moment mal, du bewegst dich doch. Warum ist es dann Dativ? Hier liegt der Kern des Systems. Die Bewegung findet innerhalb eines geschlossenen Systems statt. Du veränderst deine Position im Raum, aber du veränderst nicht den Status deines Standorts. Du bleibst im Container Park. Der Akkusativ hingegen wird erst dann aktiviert, wenn eine Grenzüberschreitung stattfindet. Wenn du von der Straße in den Park läufst, dann und nur dann benutzt du den Akkusativ. Es ist der Moment des Übergangs von A nach B. Der Akkusativ ist also nicht der Kasus der Bewegung, sondern der Kasus der Transaktion und der Zielfokussierung. Um Deutsch korrekt zu sprechen, musst du aufhören, auf die Beine der Person zu schauen und anfangen, auf die unsichtbaren Grenzen im Raum zu achten. Stell dir eine Linie vor. Auf der einen Seite der Linie ist draußen, auf der anderen Seite ist drinnen. Der Akkusativ ist die Energie, die du brauchst, um diese Linie zu überqueren. Sobald du die Linie überquert hast und dich innerhalb des neuen Raums bewegst, übernimmt der Dativ wieder die Kontrolle. Dieses System ist extrem logisch. Der Dativ beschreibt einen Zustand der Ruhe oder eine Bewegung innerhalb einer festen Grenze. Der Akkusativ beschreibt die Dynamik, die einen neuen Zustand herbeiführt. Wenn du sagst, ich gehe in dem Haus, dann bedeutet das für einen Deutschen, dass du dich bereits im Haus befindest und dort vielleicht von der Küche ins Wohnzimmer läufst. Wenn du aber sagst, ich gehe ins Haus, dann sehen wir dich vor der Haustür, wie du die Schwelle übertrittst. Die mentale Landkarte. Halte einen Moment inne. Visualisiere diese unsichtbare Linie. Der Akkusativ ist ein Vektor, ein Pfeil, der eine Grenze durchbricht. Der Dativ ist ein Kreis, in dem alles bleibt, wie es ist. Hast du dieses Bild im Kopf? Gut, dann schauen wir uns jetzt an, wie wir dieses Bild auf verschiedene Arten von Räumen projizieren. Die Präposition in ist die wichtigste Wechselpräposition, weil sie unser grundlegendes Verständnis von Räumen beschreibt. Für das deutsche Gehirn ist fast alles ein Container. Wenn wir den Akkusativ mit in benutzen, drücken wir aus, dass wir ein Objekt oder uns selbst in ein dreidimensionales System hineinbewegen. Ich lege das Buch in die Tasche.
Das ist die klassische Grenzüberschreitung. Hier müssen wir über etwas sprechen, das die deutsche Sprache so lebendig und effizient macht. Die Verschmelzung, Kontraktion. Im Deutschen verschmelzen viele Präpositionen mit Artikeln automatisch zu einem Wort. Aus in das wird fast immer ins. Wenn du sagst, ich gehe in das Kino, klingt das für einen Muttersprachler hölzern und unnatürlich. Ein kompetenter Sprecher sagt, ich gehe ins Kino. Diese Verschmelzungen sind keine Option, sie sind die Norm. Sie zeigen, dass die Sprache fließen will. Merke dir, ins signalisiert dem Gehirn sofort Akkusativ plus Container plus Richtung. Es ist eine kompakte Informationseinheit. Typische Denkfehler und die Nach- versus Zu-Nuance. Hier müssen wir über ein sehr menschliches Problem sprechen: kognitive Interferenz. Das bedeutet, dass die Logik deiner Muttersprache versucht, die deutsche Logik zu überschreiben. Viele Schüler sagen Sätze wie „Ich gehe nach Kino“, „Ich fahre in Arbeit“. Warum passieren diese Fehler? Weil du die Geometrie des Ziels verwechselst. Lass uns hier eine wichtige Unterscheidung einbauen, die viele Lerner jahrelang falsch machen: Nach versus zu. Nach wird im Deutschen vor allem für Ziele ohne Artikel genutzt. Das sind Städte und die meisten Länder. Ich fliege nach Portugal, ich fahre nach Berlin. Zu hingegen steht oft für Personen oder ganz spezifische Zielpunkte. Ich gehe zum Arzt, zu plus dem. Ich fahre zur Arbeit, zu plus der. Der Fehler „Ich gehe nach Kino“ entsteht, weil du nach als universelles Wort für to benutzt. Aber ein Kino ist ein Gebäude, ein Container. Also ins Kino. Arbeit ist eine Institution, ein Zielpunkt. Also zur Arbeit. Merke dir eines ganz fest: Diese Fehler verschwinden nicht durch bloße Übung, sondern durch einen konsequenten Perspektivwechsel. Du musst dich fragen, ist mein Ziel eine Stadt auf einer Karte, nach, eine Person, zu oder ein dreidimensionaler Raum, in? Auf, die Plattform und die horizontale Ebene. Auf ist die Präposition der horizontalen Fläche. Wenn du etwas auf den Tisch stellst, nutzt du den Akkusativ. Es findet ein Wechsel von irgendwo im Raum zu auf der Oberfläche statt. Hier gibt es eine interessante psychologische Komponente. Auf impliziert oft eine gewisse Öffentlichkeit oder eine Erhöhung. Deshalb gehen wir auf den Markt oder auf den Platz. Es sind offene, horizontale Räume. Ein häufiger Fehler ist die Verwechslung von in und auf. Wenn du in den Platz gehst, klingt das für einen Deutschen so, als ob der Platz tiefer liegt, wie eine Grube. Auf den Platz bedeutet, du stehst oben, auf der Fläche. An, der Kontakt und die vertikale Grenze. An beschreibt den Kontakt an einer Grenze, oft an einer vertikalen Fläche oder an einem Rand. Denk an das Meer. Das Wasser ist eine Grenze. Wenn du dich zum Wasser bewegst, sagst du, ich gehe an den Strand. Auch hier gibt es eine wichtige Verschmelzung. Im Dativ sagen wir am, an dem. Ich stehe am Strand. In der Richtung bleibt es meist getrennt. Ich gehe an den Strand. Der Unterschied zwischen an und auf: Stell dir einen Tisch vor. Wenn du dich auf den Tisch setzt, bist du obendrauf, horizontale Fläche. Wenn du dich an den Tisch setzt, bist du am Rand, bereit zum Essen. Die Präposition definiert die Geometrie deines Kontakts mit dem Objekt.
Auch Deutsche müssen nachdenken. Perspektive ist alles. Dies ist ein Teil, der dir hoffentlich die Angst nimmt. Die deutsche Sprache ist keine Mathematik. Manchmal gibt es nicht nur eine richtige Lösung. Ich selbst habe schon oft innegehalten und kurz gedacht, sehe ich das jetzt als eine Fläche oder sehe ich das als eine Grenze? Ein klassisches Beispiel ist an den Strand versus auf den Strand. Die meisten Leute sagen an den Strand, weil sie die Grenze zwischen Land und Wasser betonen wollen. Aber wenn du dich auf den Sand konzentrierst, auf die große Fläche zum Liegen, dann kannst du auch sagen, ich gehe auf den Strand. Beides ist korrekt, aber die Perspektive in deinem Kopf ist anders. Es zeigt dir, die Sprache ist lebendig. Sogar Muttersprachler halten manchmal inne. Über. Der Raum oberhalb der Grenze und die Trajektorie. Ein weiteres wichtiges Element in unserem Navigationssystem ist über. Stell dir eine Brücke vor. Erstens, ich gehe auf der Brücke spazieren. Dativ. Du bist bereits oben und läufst hin und her. Kein Zielwechsel. Zweitens, ich gehe über die Brücke. Akkusativ. Du willst auf die andere Seite des Flusses. Die Brücke ist nur das Mittel, um die Grenze des Flusses zu überwinden. Hier sehen wir die wahre Macht des Akkusativs. Er beschreibt eine Trajektorie, den Weg von einem Ausgangspunkt über ein Hindernis hin zu einem Ziel. Mentale Landkarte. Stell dir vor, du hast eine Landkarte in deinem Kopf. Jedes Mal, wenn du eine Präposition wie in, an, auf oder über benutzt, musst du entscheiden, zeichne ich einen Punkt, Dativ, oder zeichne ich einen Pfeil, Akkusativ. Diese Entscheidung triffst du in Millisekunden, sobald du das System verinnerlicht hast. Akkusativ als Kasus der Energie und Zielstrebigkeit. In der Sprachwissenschaft betrachten wir den Akkusativ oft als den Kasus der Energie. Wenn ein Subjekt eine Handlung auf ein Objekt projiziert, nutzen wir den Akkusativ. Bei Richtungspräpositionen ist das Objekt der Raum selbst. Du projizierst deine Energie in den Raum hinein, um ihn zu verändern oder zu erreichen. Der Dativ hingegen ist der Kasus der Ruhe oder der Beteiligung. Wenn du dich im Raum befindest, ruht deine Position im Verhältnis zur Grenze des Raums. Dieses Verständnis hilft dir, die Angst vor Fehlern zu verlieren. Der Akkusativ sagt, Achtung, ich habe ein Ziel. Der Dativ sagt, ich bin schon da. Die Verben der Richtung. Wer macht die Action? Im Deutschen unterscheiden wir streng zwischen Verben der Position, Dativ, und Verben der Richtung, Akkusativ. Erstens, stellen versus stehen. Ich stelle die Vase auf den Tisch, Akkusativ. Zweitens, legen versus liegen. Ich lege mich ins Bett, Akkusativ. Drittens, setzen versus sitzen. Ich setze mich auf den Stuhl, Akkusativ. Der Profi-Tipp: Wenn du ein Verb mit en am Ende hast, stellen, legen, setzen, ist es fast immer eine Aktion, die einen Akkusativ braucht. Es ist ein Machen-Verb. Warum dieses System deine Autorität stärkt? Vielleicht fragst du dich, ist das wirklich so wichtig? Auf einem professionellen Niveau, B2, C1, geht es um Präzision. Wenn du im Büro sagst, ich habe die Dokumente in dem Schrank gelegt, klingt das unstrukturiert. Es klingt so, als hättest du die Kontrolle über die räumliche Logik verloren. Aber hier ist ein wichtiger Punkt zur Abgrenzung. Es gibt Präpositionen, die dieses Wechselspiel gar nicht mitmachen.
Präpositionen wie bei, mit oder aus sind immer Dativ, egal ob es eine Richtung gibt oder nicht. Wenn du sagst, ich komme aus dem Haus, ist es Dativ, weil aus eine feste Dativpräposition ist. Indem du diese Unterschiede kennst, also weißt, wann du wählen musst, in, an, auf und wann die Regel starr ist, bei, aus, zeigst du echte Meisterschaft. Du zeigst, dass du das gesamte System beherrschst und nicht nur einige Fragmente. Wir haben heute das Fundament gelegt. Wir haben gelernt, erstens, Bewegung allein ist kein Kriterium für den Akkusativ. Zweitens, das wahre Kriterium ist die Grenzüberschreitung und die Geometrie des Ziels. Drittens, nach ist für Länder, Städte, zu für Personen und Zielpunkte. Viertens, Verschmelzungen wie ins, zum oder am sind Zeichen für flüssiges Deutsch. Fünftens, es geht nicht um den Ort, sondern um die Bewegung in deinem Kopf. In der nächsten Folge werden wir dieses System auf die realen Stolperfallen des Alltags anwenden. Wir werden über die Giganten nach, zu und in sprechen und warum wir nach Hause gehen, aber zu Hause sind. Deine Hausaufgabe für heute: Geh durch deine Wohnung, schau dir Objekte an und beschreibe nicht, wo sie sind, sondern wohin du sie bewegst. Sag laut, ich stelle die Tasse auf den Tisch. Ich werfe den Müll in den Eimer. Spüre die Energie des Pfeils. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bleib analytisch, bleib konzentriert und vor allem bleib dran. Wenn du heute nur eine Sache mitnimmst, dann diese. Deutsch ist kein Regelwerk, es ist eine Perspektive. Wir hören uns in der nächsten Folge zum Thema nach, zu oder in. Bis bald!